Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gucken wir uns von Ultimea einmal das System Apollo S70 an und das ist eine Mischung aus Soundsystem und Soundbar, also ihr könnt beides draus machen mit LED-Effekten, also quasi das, was ihr vielleicht für euren Fernseher oder euren Schreibtisch schon immer gesucht habt. Viel Spaß mit dem Video. So, schauen wir erstmal draußen drauf und ihr seht, dass wir hier rechts und links und in der Mitte jeweils ein Element haben. Das ist jetzt aber nicht der Soundbar-Modus, sondern Soundsystem-Modus und es ist ein 5.0-System, sprich es gibt keinen separaten Subwoofer. Ihr könnt Bluetooth mit einspielen, ihr könnt HDMI ARC verwenden, also ARC, sodass das Ganze auch mit eurem Fernseher korrespondiert. Ihr habt die Möglichkeit eben eine RGB-LED-Beleuchtung zu nutzen, die ist in den beiden Seitenteilen verbaut, das seht ihr hier auch, dass die hier entsprechend mit verbaut ist. Und wenn wir nochmal auf die Seite gucken, dann sehen wir, dass das Ganze tatsächlich auch über eine App zu konfigurieren ist. Auf der einen Seite habt ihr natürlich einen Equalizer, um die Soundmodi zu optimieren in der App mit drin. Da könnt ihr zum Beispiel eure eigenen Equalizer-Einstellungen abspeichern. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von voreingestellten Matrizen zurückzugreifen. Nicht nur oben die 6, die ihr seht, sondern halt eben unten noch eine Vielzahl von weiteren Optionen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Ganze oder den ganzen Lichtbereich auch zu konfigurieren, auch hier mit voreingestellten Szenarien. Ihr könnt eigene Farben hinterlegen, ihr könnt die Helligkeit justieren und das System ist auch over-the-air updatebar, also sprich zusätzliche Funktionen kommen dann im Zweifel auch bei euch an. Gucken wir nochmal auf die andere Seite, hier ist dann nur nochmal der Soundteil zusammengefasst sozusagen, also wir haben ein 5.0 virtuelles Sound-Surround-System. Das bedeutet natürlich, dass ihr hinten keine Lautsprecher habt, das dürfte, denke ich, klar sein, wenn das Ganze virtuell erzeugt wird. Ihr habt eine Spitzenleistung von 180 Watt, die mit 5 Treibern erzeugt wird. Also insofern sollte das für euer Wohnzimmer oder euren Schreibtisch durchaus ausreichen. So, packen wir einmal aus und ich hoffe, dass ich das jetzt hier mit der Kamera alles eingefangen kriege, denn weiter hoch kann ich die Kamera kaum machen, hier bei mir am Schreibtisch. Insofern baue ich jetzt drauf, dass wir das Paket trotzdem gemeinsam hier vernünftig ausgepackt bekommen. Gucken wir mal rein. So, das hat so gerade so geklappt. Jetzt werfen wir einmal hier einen Blick drauf. Hier geht es dann nochmal um den ökologischen Fußabdruck von Ultimea. Scheint da also was in Richtung Bäume zu tun. So, gucken wir hier nochmal rein. Okay, jetzt ist wieder andersrum die Schrift. Drehen wir es also nochmal rum. Warum man das jetzt nicht in der gleichen Ausrichtung gemacht hat, das weiß auch nur Ultimea. Gut, so, was haben wir denn jetzt hier? Also, wir haben einmal eine Bedienungsanleitung, die ist, gucken wir mal eben drauf, auch auf Deutsch verfügbar. Hier unten sehen wir es, das ist ja schon mal gut. Dann haben wir hier nur Sicherheitsinstruktionen in anderen Sprachen noch, legen wir mal beiseite. Hier so eine kleine Schaumstoffmatte, die das Ganze abdeckt. Dann haben wir hier noch einen Zettel, was steht da drauf? Ah, okay, hier ist nochmal beschrieben, wie ihr quasi aus dem Soundsystem dann die Soundbar macht. Das zeige ich euch später, zumindest in den Anschlüssen auch nochmal. Vom Grundsatz her ist das natürlich ein cooles Feature, ne? Ihr könnt zum einen das Ganze als System aufstellen oder halt eben auch als Soundbar an die Wand packen. Also die beiden Möglichkeiten gibt's. Das ist halt dann eine Hybridlösung für diejenigen, die dann quasi eins von beidem haben wollen oder auch mal wechseln wollen zum Beispiel. Das sind die Wandhalterungen, um dann nachher die Soundbar an die Wand schrauben zu können. Dann haben wir hier einmal eine Fernbedienung, mit der ihr auch wesentliche Teile konfigurieren könnt. Wir haben vorhin schon gesehen, es gibt auch eine App, damit kann man dann alles konfigurieren, in Anführungsstrichen. Über die über die Fernbedienung kann man dann Teile davon machen, respektive manches geht auch nur mit der Fernbedienung, also es ist so ein kleines bisschen Wechselspiel. Hier haben wir, vermute ich mal, ein HDMI-Kabel. Was haben wir hier noch? Jede Menge andere Kabel. Die legen wir jetzt erstmal beiseite. Ich zeige euch gleich genau, was da noch drin ist. So, was haben wir hier unten? Ah, das sind die Standfüße für die, also zumindest vermute ich das, das dürften die Standfüße für die einzelnen oder für die beiden rechten und linken Sound-Systemelemente sein. Dann haben wir hier noch ein ganz normales Netzteil mit einem proprietären Anschluss. So, und jetzt gucken wir mal, wie kriegen wir das jetzt hier raus? Was muss hier wo wie raus? So, das hier einmal. Okay, dann sind da unten jetzt die Einzelelemente. Ja, dann müsste ich den Karton jetzt einmal kippen, damit das irgendwie halbwegs vernünftig hier rauskommt. Gucken wir mal, dass das jetzt hier, ja, so geht's. So,
Dann haben wir nämlich hier auch noch die Soundsystem-Elemente, also quasi die Kernteile dessen, was wir nachher natürlich verwenden wollen. So, jetzt müssen wir gucken, dass die hier nicht runterkrachen. Genau. Und das auch. So, tun wir das mal beiseite. Und dann seht ihr hier schon, wir haben hier oben einmal die Zentraleinheit. Die erkennt man daran, dass sie ein bisschen schmaler ist. Das dürfte die Zentraleinheit sein. Und dann haben wir hier die beiden Elemente, die dann rechts und links, je nachdem, als was ihr es benutzt, entsprechend aufgebaut werden oder angesteckt werden. Das ist dann ja der Unterschied zwischen Soundsystem-Modus und dem Soundbar-Modus. Jetzt aber mal im Detail noch das Zubehör. So, haben wir alles ausgepackt, gucken wir einmal rein. Wie gesagt, ein HDMI-Kabel ist mit dabei. Das dürfte für die Verbindung zu eurem Fernseher dann durchaus ausreichend sein. Dann haben wir hier noch ein Klinke zu Cinch-Kabel. Wer das benötigt, kann das natürlich auch verwenden. Wir haben hier zwei Verbindungselemente, um die beiden Soundelemente mit der Basis zu verbinden. Einmal in kurz, einmal in lang. Kurz, wenn ihr den Soundbar-Modus verwendet, lang, wenn ihr den Soundsystem-Modus verwendet. Das sind, wie vorhin schon erwähnt, die Füße für die beiden rechten und linken Soundelemente. Und wenn ihr dann das Ganze als Soundbar verwendet, könnt ihr die halt hier einfach an die Seiten anstecken und dann auch entsprechend verwenden. Dafür sind dann auch diese Halterungen, mit denen ihr theoretisch dann zumindest, wenn ihr es mögt, das ganze System an die Wand schrauben könnt. Mit den Schrauben hier wird das Ganze eingesteckt und da haben wir übrigens auch noch ein optisches Kabel. Dafür sind hier nämlich diese Elemente, um dann da die Schrauben entsprechend verwenden zu können. Und das ist es eigentlich im Wesentlichen auch schon an Zubehör gewesen. Fernbedienung haben wir gerade eben schon gesehen. Jetzt kommen wir noch mal zu den eigentlichen Systemelementen. Also wir haben hier die rechte Seite mit dem von mir vorhin schon zitierten Verschraubungselement, sodass ihr da zum einen natürlich den Fuß aufbringen könnt, zum anderen aber eben, und ich habe es vorhin schon gesagt, könnt ihr das eben auch mit der Zentraleinheit verbinden, sodass ihr dann den Soundbar-Modus nutzen könnt. Auf der Rückseite sehen wir hier einmal die Anschlussmöglichkeit zu den Kabeln, die ihr gerade eben schon gesehen habt. Dann haben wir hier den LED-Bereich, der hat so ein bisschen Milchglas hier ja auch, sodass das auch nicht so ein hartes Licht ist, sondern eher ein weiches, und hier dann noch die Aufnahme für die Schrauben, um das Ganze an die Wand schrauben zu können, so ihr das denn bevorzugt. Kleiner Hinweis noch, wenn ihr den Soundbar-Modus habt, habt ihr hier unten auch so kleine Gumminüppel, finde ich ganz cool, weil dann rutscht es nämlich nicht zur Seite, sondern bleibt so. Die seht ihr auch nicht an der Außenseite, wenn ihr denn dann den den Soundsystem-Modus sozusagen nutzt. Gucken wir uns auch nochmal die Zentraleinheit an, hier gleiches, unten drunter entsprechend kleine Gummielemente, ansonsten vorne die Front, da ist im rechten Bereich ein LED oder eine Anzeige noch, hier oben drauf sind die Touch-Elemente, um einzuschalten, den Eingang zu ändern, Bluetooth einzuschalten bzw. zu aktivieren und lauter leiser zu machen. Auf der Rückseite dann hier nochmal die Elemente, um das Ganze festschrauben zu können. Ihr könnt auch nur die Zentraleinheit festschrauben, wenn ihr wollt. Hier haben wir einmal HDMI to TV, also die ARC-Verbindung. USB ist noch mit an Bord. Ihr könnt optisch das Ganze verbinden über ein AUX-Kabel. Ihr habt die beiden Anschlüsse für die Seitenelemente. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr wollt, auch ein 5.1-System draus machen, indem ihr noch einen Subwoofer anschließt. Und ihr habt natürlich hier auch die Möglichkeit, den Strom anzuschließen, logischerweise. Jetzt nochmal kurz hier auch das Seitenelement gezeigt. Hier ist die Aufnahme für das Gewinde in Anführungsstrichen, was wir gerade schon an den Seitenelementen gesehen haben. Und dann können wir das nämlich hier einfach miteinander verbinden und schon haben wir die Soundbar erstellt oder gemacht, im Gegensatz zum Soundsystem-Modus, und ich nenne das jetzt so Soundsystem-Modus, also der Modus, wo rechts und links die Elemente stehen. So, jetzt hier einmal der Soundbar-Modus und ich zeige euch jetzt auch direkt, was in der App denn alles für Möglichkeiten bestehen. Also wir können natürlich logischerweise die Lautstärke verändern. Wir haben dann die Möglichkeit, auch hier die verschiedenen Equalizer-Themen reinzunehmen. Wenn ihr hier oben umstellt, seht ihr vorne auch im Zentraldisplay auf dem Apollo S70, was hier umgestellt wurde. Da könnt ihr halt hier die entsprechenden Voreinstellungen nutzen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, halt eben individuell was einzustellen. Eingang könnt ihr natürlich auch verändern, auf den AUX-Eingang umschalten, auf USB umschalten. Jetzt seht ihr hier keinen USB-Stick angeschlossen, logisch, optisch, und auch den ARC-Modus können wir hier aktivieren, wenn ihr das Ganze mit eurem Fernseher verbunden habt. Ansonsten halt eben Bluetooth, um vom Handy abzuspielen oder wie auch immer ihr das Ganze dann mit eurem eigenen System verbinden möchtet. LED-Bereich. Ihr seht jetzt schon im Hintergrund die LED-Anzeigen, können wir ausschalten, logisch. Wir können das Ganze hier in verschiedenen Modi abspielen, also einmal Rhythmus, einmal Zyklus, einmal Film, einmal Party, einmal Weihnachten und einmal Halloween. Das sind so die Voreinstellungen. Oder aber, und das zeige ich euch dann gleich auch nochmal, ihr könnt hier natürlich auch die Helligkeit
erhöhen bzw. reduzieren. Ist ja immer dann so ein bisschen davon abhängig, wie hell möchte man es denn jetzt genau haben. Die einzelnen Modi unten unterscheiden sich natürlich durch die Ansteuerung der Elemente. Ich vermute mal, dass da in Zukunft auch noch was nachgelegt wird. Zumindest wäre das was ich erwarten würde, dass da einfach auch noch zusätzliche Modi mit reinkommen. Denn diese Bewegt-Elemente könnt ihr quasi nicht selber einstellen. Müsst ihr euch jetzt darauf verlassen, dass quasi dieser Modus hier angepasst wird. Denn ihr könnt hier, wie seht ihr es auch nochmal, statisch zwar die Farben verändern, aber die bleiben dann auch, wie sie sind. Ne? Jetzt seht ihr hier, das bleibt jetzt rot. Insofern, da ändert sich jetzt gerade erstmal nichts. Ist natürlich auch ganz cool, wenn ihr eine bestimmte Farbe habt, aber die zusätzlichen Modi, gerade diese Bewegt-Modi, finde ich noch durchaus interessanter. Ansonsten hier in der Einstellung gibt es nicht so viel zu sagen. Ihr könnt den Standby einstellen, ihr könnt die Anzeige deaktivieren, wenn ihr wollt. Firmware-Upgrade könnt ihr machen und ihr könnt den Namen anpassen. Also aus meiner Sicht eher rudimentäre Dinge. Von daher, die App funktioniert auf jeden Fall und lässt euch das Ding steuern. Ja, apropos Steuern, ihr könnt das Gerät natürlich auch mit der Fernbedienung steuern, zum Beispiel hier die Helligkeit der LEDs einstellen, bis wir da jetzt weiter runter sind. Da ist ein halber Monat vergangen, deswegen lassen wir das mal. Ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit, die verschiedenen Equalizer-Einstellungen durchzuspielen. Ihr könnt auch die Eingänge logischerweise anpassen. Also da habt ihr schon an der Fernbedienung durchaus auch eine ganze Menge von Möglichkeiten. Ansonsten alternativ, und ich hoffe, man erkennt es halbwegs, weil es nicht beleuchtet ist, hier oben drauf noch die Touch-Oberflächen. Gehen wir mal ein bisschen nach vorne, dann zeige ich euch auch, dass das Ganze dann hier im Display umgeändert wird. So, gehen wir nochmal drauf. Also ihr könnt da quasi die Eingänge durchschalten, ihr könnt auf Bluetooth gehen, die Lautstärke verändern, wenn ihr wollt, und das Ding natürlich ein- und ausschalten. Also die rudimentären Dinge könnt ihr auch direkt am Gerät machen. Ansonsten halt eben die Fernbedienung oder die App, mit denen könnt ihr dann auch die Details einstellen. Neben dem Soundbar-Modus, ich nenne es Soundsystem-Modus, wie auch immer ihr es nennen möchtet, ist auf jeden Fall die zweite Alternative. Jetzt stellen wir einfach das rechte und linke Element in diesen Ständer und haben das Zentralelement in der Mitte und nicht mehr diesen Soundbar-Modus. Kann sich jeder selber überlegen, was ihm besser gefällt. Ich finde ganz cool, dass man da einfach hin und her wechseln kann und nicht noch ein neues Gerät kaufen muss, sondern das ist hier auch relativ gut gelöst mit diesen Halterungen und so weiter. Finde ich super easy, das zu ändern, wenn ihr den Bock habt, mal was anderes zu haben. Gut, jetzt habt ihr ein bisschen was zum Ultimedia Apollo S70 gesehen, gehört nicht, das liegt an der GEMA, deswegen haben wir hier in Deutschland ja so ein bisschen die Problematik, dass Sound immer etwas schwierig ist darzustellen. Deswegen kurz meine Eindrücke zum Apollo S70. Gute Qualität, also die Verarbeitungsqualität ist absolut in Ordnung. Das System ist aus diesem Soundbar-Modus und dem Soundsystem-Modus sehr flexibel. Ihr könnt da einstellen und das Ganze nutzen, wie ihr möchtet. Der Sound an sich hat mir ganz gut gefallen, das drückt wirklich schon ganz ordentlich, obwohl ja kein eigentlicher Subwoofer mit verbaut ist, drückt das Ding schon ganz ordentlich und sollte eigentlich für jeden Schreibtisch und jedes kleinere bis mittlere Wohnzimmer durchaus ausreichen. Die LED-Beleuchtung, da erhoffe ich mir für die Zukunft, dass da noch ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt. Jetzt ist es schon ganz okay, da ist aber noch Potenzial nach oben. Die App funktioniert gut, Fernbedienung auch, Bedienung über das Gerät selber auch, also insofern für mich Daumen nach oben. Ich danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.